Du suchst die beste Vlogging-Kamera für Social Media? Klein und kompakt, einfache Bedienung, schneller Autofokus. Eine gute Qualität bei Fotos und Videos, das sind deine Grundkriterien? On top noch ein solides Zoom-Objektiv obendrauf und das alles unter 600 €? Dann bist du hier genau richtig. Bis gleich. Anfang des Jahres 2020 beschloss ich mir, meine erste Systemkamera zu kaufen, da meine Kompaktkamera, die Canon PowerShot SX240HS, schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Nach gründlicher Suche und Recherche bin ich am Ende nicht um die Canon EOS M50 herumgekommen. Ich habe mir die Canon EOS M50 im Bundle mit dem Kit-Objektiv gekauft. Hierbei handelt es sich um ein 15 bis 45 mm Zoom-Objektiv mit einer elektronischen Bildstabilisierung. Die Canon EOS M50 ist eine 24 Megapixel spiegellose Systemkamera mit EFM-Mount, besitzt einen Dual-Pixel-Autofokus im Full-HD-Modus, sie kann außerdem in 4K aufnehmen, dort allerdings kommt der Dual-Pixel-Autofokus leider nicht zum Einsatz, sondern nur ein kontrastbasierter Autofokus, der um Längen nicht so gut performt, speziell bei nicht statischen Motiven. Wem 4K allerdings nicht so wichtig ist und mit Full HD gut auskommt, der kann sich auf fantastische Aufnahmen freuen. In puncto Vlogging stechen 3 weitere essentielle Features heraus. Die Anschlussmöglichkeit eines externen Mikrofons, ein zur Seite dreh- und schwenkbares 3 Zoll Touch-Display und ihre Konnektivität per WLAN Bluetooth macht die EOS M50 zur idealen Kamera für Vlogger. Ausgestattet ist die EOS M50 mit einem APS-C-Sensor und hat somit einen 1,6er Crop-Faktor. Insgesamt ist die Canon EOS M50 eine sehr solide und leistungsstarke spiegellose Kamera und wird meiner Meinung nach auch noch im Jahr 2021 die beste Einsteigerkamera für Vlogger in diesem Preissegment sein. Vor gut 1,5 Wochen, am 14. Oktober 2020, hat Canon USA bekannt gegeben, dass der offizielle Nachfolger mit der Bezeichnung Canon EOS M50 Mark II auf den Markt kommen soll.
vorerst jedoch nur für die USA geplant. Erhofft man sich jedoch gravierende Unterschiede zur EOS M50, so wird man allerdings etwas enttäuscht. Verbesserungen gibt es unter anderem in dem Bereich der Gesichts- und Augenerkennung, das ist aber kein Hardware-Upgrade, das hört sich eher nach Software-Update an. Und die Webcam-Fähigkeit wird jetzt als neues Feature angekündigt, ist aber bereits mit der jetzigen M50 und der Beta-Software ohne Probleme nutzbar. Nach der Ankündigung von Canon geht nicht eindeutig hervor, dass sich hardwareseitig viel ändern wird. Die angekündigten Features sind meist mit Software-Updates umsetzbar. Wer warten möchte, bis und ob ein Release-Datum für Europa von Canon bekannt gegeben wird, kann das natürlich machen. Die Preise liegen umgerechnet ähnlich wie bei den aktuellen Preisen der EOS M50. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Sucht man aktuell Alternativen, mit der 4K-Aufnahmen auch brauchbar werden, kann man zum Beispiel einen Blick auf die vorbestellbare Fuji X-S10 werfen. Diese wird aber deutlich über 600 € liegen und zwar aktuell bei Amazon für 999 €. Möchte man eventuell eine noch kompaktere Variante fürs Vloggen und legt keinen großen Wert auf eine Vielfalt wechselbarer Objektive, der sollte sich das DJI Pocket 2 für ca. 360 € anschauen. Um nochmal zurück zur Canon EOS M50 zu kommen. Ich kann die EOS M50 als Einsteigerkamera absolut weiterempfehlen. Ich habe mich in diesem Jahr viel mit dieser Kamera beschäftigt. Sie hat mir gute Dienste erwiesen und die natürliche Farbgebung gefallen mir bei den Aufnahmen mit Canon sehr gut. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Außerdem muss man nochmal erwähnen, dass der Dual-Pixel-Autofokus bei Full-HD-Aufnahmen einfach phänomenal ist. Die Aufnahmen sind immer auf den Punkt. Für unter 600 € inklusive sehr guten Kit-Objektiv, da sage ich einfach nur top. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Kritik, Feedback, bitte ab in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch ein Abo dalassen, falls ihr keine weiteren Technikvideos dieser Art auf meinem Kanal verpassen möchtet. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.